Hallo und herzlich willkommen im Applikationslabor von Hunterlab Europe. Mein Name ist Elisabeth Schlegel und ich gebe Ihnen heute einen Einblick in die Farbmessung mit unseren Geräten. Hunterlab hat für die Farbmessung von Kartoffelchips eine spezielle Methode entwickelt, um mit dem Spektralphotometer Aeros die Farbe zuverlässig zu bestimmen. Füllt man Chips einfach in eine Schale, so ist die Oberfläche sehr uneinheitlich, mal hell, mal dunkel und damit zur Farbmessung nicht gut geeignet. Mit dem speziellen Kompressionsset von Hunterlab kann man die Oberfläche der Probe sehr gut vereinheitlichen. Für die Probenvorbereitung setzt man zuerst den Probenteller auf eine Waage und darauf dann den Kompressionsring. Anschließend stellt man die Waage zuerst einmal auf 0. Dann füllt man 150 Gramm Chips in die Probenschale. Jetzt nimmt man die Probenschale von der Waage, setzt die Kompressionsschale darauf und presst die Chips bis zum Anschlag zusammen. Dann nimmt man den Kompressionsring ab und hat eine viel gleichmäßigere Oberfläche. Für die Messung setzt man die Probe einfach mittig auf den Drehteller des Aeros, so dass der Sensor über dem hinteren Rand des Probentellers positioniert ist. Ich zeige Ihnen hier die Messung mit der Software EasyMatch QC. In der Farbwertetabelle sind Lichtart und Beobachterfunktion sowie Farbwerte und deren Differenzen bereits eingestellt. Über den Button mit dem grünen Rechteck löse ich die Messung aus und während sich der Teller mit der Probe einmal unter dem Sensor hindurchdreht, werden 35 Messblitze aufgenommen. Der Mittelwert dieser Messungen wird dann sofort in der Farbwertetabelle angezeigt. Will man nun zum Vergleich eine zweite Füllung als Probe messen, klickt man hier auf den Button mit dem roten Rechteck und erhält sofort die neuen Messwerte. Die Differenz der beiden L-Sternwerte kann man dabei direkt unter DL-Stern ablesen. Das gleiche gilt natürlich für DA-Stern und DB-Stern. Außerdem wird auch gleich der gesamte Farbabstand DE-Stern angezeigt. Im Spektraldiagramm erkennt man gut, dass die Probe etwas dunkler ist und im 2D-Farbdiagramm liegt die erste Messung in der Mitte. Damit erkennt man gut, dass die zweite Messung etwas gelber und röter ist. Mit dem Aeros von Hunterlab können Sie also die Farbe von Kartoffelchips bei einfacher Handhabung zuverlässig und exakt bestimmen und vergleichen. Für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot kontaktieren Sie uns gerne direkt.